Guten Tag an alle, ich bin Peter und willkommen zurück bei Wow Spoken German. Heute ist ein besonderer Tag, denn ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Erlebnis in einem Restaurant. Hallo zusammen, ich bin Adele. Peter, du musst mir alles erzählen. Was ist passiert? Also, ich war in diesem neuen Restaurant in der Stadt. Es war sehr elegant, weißt du? Und ich saß an meinem Tisch, als plötzlich ein junger Mann hereinkam. Er trug eine Baseballkappe und sprach sehr laut am Telefon. Oh nein, das klingt nicht sehr höflich. Und liebe Zuhörer, könnt ihr erraten, was Peter gemacht hat? Schreibt es in die Kommentare. Ich war wirklich überrascht, Adele. Der Mann setzte sich an den Tisch neben mir und er nahm die Kappe nicht ab. Er bestellte sein Essen, während er immer noch am Telefon sprach. Das ist wirklich unhöflich. Peter, in Deutschland haben wir bestimmte Regeln für gutes Benehmen im Restaurant. Zum Beispiel sollte man die Kappe abnehmen, wenn man drinnen ist. Genau, und das ist nicht alles. Als sein Essen kam, begann er mit vollem Mund zu sprechen. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Oh je! Das erinnert mich an etwas, das mir letzte Woche passiert ist. Ich war im Bus und eine Frau schminkte sich während der Fahrt. Im Bus? Das ist auch sehr ungewöhnlich. Was hast du gedacht, Adele? Ich dachte, dass jeder Mensch andere Vorstellungen von Höflichkeit hat. Aber in Deutschland gibt es einige wichtige Regeln. Zum Beispiel sollte man im Bus leise sein und anderen Leuten Platz machen. Das stimmt. Und weißt du, was noch wichtig ist? Pünktlichkeit. Wenn du eine Verabredung hast, solltest du immer pünktlich sein. Absolut richtig, Peter. Liebe Zuhörer, seid ihr immer pünktlich? Oder kommt ihr manchmal zu spät? Erzählt uns davon in den Kommentaren. In meinem Land war es nicht so wichtig, pünktlich zu sein. Aber hier in Deutschland ist es sehr wichtig. Wenn du 5 Minuten zu spät kommst, denken die Leute, dass du unhöflich bist. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und es gibt noch etwas. Das Händeschütteln. In Deutschland schütteln wir die Hände, wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen. Das ist interessant. In manchen Ländern umarmt man sich oder gibt sich einen Kuss auf die Wange. Aber hier ist der Händedruck die normale Begrüßung. Genau. Und der Händedruck sollte fest sein, aber nicht zu fest. Du solltest der anderen Person in die Augen schauen und lächeln. Das habe ich gelernt, als ich nach Deutschland kam. Am Anfang war mein Händedruck zu schwach und die Leute dachten, ich wäre nicht selbstbewusst. Oh, Peter, das ist lustig. Aber es zeigt, wie wichtig diese kleinen Dinge sind. Was ist noch wichtig bei guten Manieren? Lass mich nachdenken. Ah ja, wenn du bei jemandem zu Hause eingeladen bist, solltest du ein kleines Geschenk mitbringen. Vielleicht Blumen oder eine Flasche Wein. Das ist eine sehr gute Regel. Aber Vorsicht mit den Blumen. Du solltest keine roten Rosen bringen, wenn es nur eine freundschaftliche Einladung ist. Rote Rosen sind für romantische Situationen. Oh, das wusste ich nicht. Gut, dass du das sagst, Adele. Was für Blumen sollte man dann bringen? Gelbe Rosen sind gut für Freundschaft. Oder du kannst einen bunten Blumenstrauß bringen. Aber niemals nur eine ungerade Anzahl von Blumen. Ungerade Anzahl? Was meinst du damit? In Deutschland bringt man Blumen in ungeraden Zahlen. 3, 5, 7, 9 und so weiter. Aber nicht 13. Das ist Pech. Das ist so kompliziert. Liebe Zuhörer, kennt ihr diese Regel? Oder gibt es in eurem Land andere Regeln für Blumen? Lasst es uns wissen. Diese Regeln können wirklich verwirrend sein, besonders für Anfänger. Aber keine Sorge, mit der Zeit lernt man sie alle. Ja, und die Leute verstehen, wenn du neu in Deutschland bist und einen Fehler machst. Das Wichtigste ist, dass du versuchst, höflich zu sein. Absolut. Und weißt du, was ich interessant finde, Peter? Die Regeln am Esstisch. Es gibt so viele Regeln darüber, wie man isst. Oh ja, das Besteck. In Deutschland benutzt man die Gabel in der linken Hand und das Messer in der rechten Hand. Man wechselt nicht die Hände wie in Amerika. Richtig. Und man sollte die Ellbogen nicht auf den Tisch legen, während man isst. Nur die Handgelenke dürfen auf dem Tisch ruhen. Und wenn du fertig bist mit dem Essen, legst du das Besteck parallel auf den Teller. Das zeigt dem Kellner, dass du fertig bist. Genau. Wenn du nur eine Pause machst, legst du das Besteck über Kreuz auf den Teller. Das ist sehr wichtig in einem guten Restaurant. Weißt du, Adele,
All diese Regeln erinnern mich an meine Großmutter. Sie hat mir immer gesagt, gute Manieren öffnen alle Türen. Deine Großmutter war eine weise Frau, Peter, und sie hatte recht. Mit guten Manieren macht man überall einen guten Eindruck. Ja, und es geht nicht nur um Regeln, es geht darum, Respekt zu zeigen. Wenn du höflich bist, zeigst du, dass du andere Menschen respektierst. Das ist der wichtigste Punkt. Gute Manieren bedeuten Respekt. Zum Beispiel, wenn du mit jemandem sprichst, solltest du dein Handy weglegen und zuhören. Oh, das ist ein großes Problem heute. So viele Menschen schauen auf ihr Handy, während sie mit jemandem sprechen. Das ist sehr unhöflich. Ja, das stimmt. Und noch etwas. Wenn du in einem Geschäft bist, solltest du immer Bitte und Danke sagen. Das ist grundlegende Höflichkeit. Bitte und Danke sind magische Wörter. Sie kosten nichts, aber sie bedeuten so viel. Liebe Zuhörer, benutzt ihr immer diese Wörter oder vergesst ihr sie manchmal? Und wenn jemand niest, sagt man Gesundheit. Das ist eine nette Geste, die zeigt, dass du an die andere Person denkst. In meinem Land sagen wir etwas anderes, aber jetzt sage ich immer Gesundheit. Es ist eine schöne Tradition. Peter, was denkst du über die Regel, dass man nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigt? Ist das in deinem Land auch unhöflich? Ja, das ist fast überall unhöflich. Wenn du auf etwas zeigen musst, benutze deine ganze Hand, nicht nur einen Finger. Richtig. Und hier ist noch eine interessante Regel. Wenn du jemandem etwas gibst, solltest du es mit beiden Händen geben, nicht nur mit einer Hand. Wirklich? Das wusste ich nicht. Ich habe immer nur eine Hand benutzt. Ist das sehr unhöflich? Nein, es ist nicht sehr unhöflich, aber mit beiden Händen zeigt mehr Respekt. Besonders wenn du etwas Wichtiges gibst oder wenn du etwas von einer älteren Person bekommst. Ich werde das ab jetzt machen. Es ist gut, diese Dinge zu lernen. Adele, was ist mit dem Thema Lautstärke? Ich habe bemerkt, dass Deutsche im Allgemeinen leiser sprechen als Menschen in meinem Land. Das ist eine gute Beobachtung, Peter. In Deutschland schätzt man Ruhe, besonders in öffentlichen Orten wie der Bibliothek, dem Zug oder dem Bus. Ja, am Anfang dachte ich, alle wären wütend oder traurig, weil sie so leise sprachen, aber dann verstand ich, dass es einfach die Kultur ist. Genau. Und in der Nacht, besonders nach 10 Uhr abends, sollte man sehr ruhig sein. Es gibt sogar eine offizielle Regel, die Nachtruhe heißt. Die Nachtruhe. Ja, mein Nachbar hat mir davon erzählt, nachdem ich einmal um 11 Uhr abends laut Musik gehört habe. Er war nicht glücklich. Oh nein, das war sicher unangenehm. Aber jetzt weißt du es. Liebe Zuhörer, gibt es in eurem Land auch eine Nachtruhe? Schreibt es in die Kommentare. Und was ist mit dem Thema Pünktlichkeit bei Partys? Ich habe gehört, dass man nicht genau pünktlich kommen sollte. Das ist richtig. Wenn eine Party um 8 Uhr beginnt, solltest du nicht genau um 8 Uhr kommen. Du solltest etwa 15 Minuten später kommen. Das nennt man die akademische Viertelstunde. So, das ist so verwirrend. Bei Arbeit oder Geschäftsterminen muss man pünktlich sein, aber bei Partys soll man zu spät kommen. Ich weiß, es klingt komisch, aber der Grund ist, dass der Gastgeber noch Zeit braucht, um alles vorzubereiten. Wenn du zu pünktlich bist, könnten sie noch nicht bereit sein. Das macht Sinn. In meinem Land kommen die Leute oft 1 Stunde zu spät zu Partys, aber hier sind es nur 15 Minuten. Ja, Deutschland ist ein Land der Präzision. Sogar das zu spät kommen ist präzise. Jetzt lass uns über das Thema Entschuldigung sprechen. Entschuldigung? Was meinst du damit, Adele? In Deutschland sagt man oft Entschuldigung, auch für kleine Dinge. Wenn du jemanden im Weg stehst, sagst du Entschuldigung. Wenn du zu spät kommst, sagst du Entschuldigung. Ja, ich habe das bemerkt. Am Anfang dachte ich, Deutsche entschuldigen sich für alles, aber es ist einfach eine Höflichkeitsform. Genau. Es zeigt, dass du rücksichtsvoll bist und die Gefühle anderer Menschen respektierst. Das ist sehr wichtig für gute Manieren. Und was ist mit dem Thema Augenkontakt? Ich weiß, dass es in manchen Kulturen unhöflich ist, jemandem direkt in die Augen zu schauen. In Deutschland ist Augenkontakt sehr wichtig. Wenn du mit jemandem sprichst und ihm nicht in die Augen schaust, denken die Leute, dass du etwas zu verbergen hast oder dass du nicht ehrlich bist. Das ist interessant. In meinem Land ist zu viel Augenkontakt manchmal als aggressiv angesehen.
Aber hier ist es ein Zeichen von Ehrlichkeit und Selbstvertrauen. Ja, aber natürlich solltest du nicht starren. Ein natürlicher Augenkontakt ist das Beste. Du schaust in die Augen, dann weg, dann wieder in die Augen. Das ist eine Kunst. Liebe Zuhörer, wie ist es in eurem Land? Ist Augenkontakt wichtig oder unhöflich? Wir würden gerne von euch hören. Peter, lass uns auch über das Thema Kleidung sprechen. In Deutschland kleidet man sich angemessen für verschiedene Situationen. Oh ja, ich habe einen großen Fehler gemacht, als ich zu einem Vorstellungsgespräch in Jeans und T-Shirt ging. Die Leute haben mich sehr komisch angeschaut. Oh nein, Peter. Für ein Vorstellungsgespräch sollte man einen Anzug oder zumindest schöne Kleidung tragen. Das zeigt Respekt für die Situation. Ja, das habe ich gelernt. Jetzt habe ich einen Anzug für wichtige Termine, aber für normale Tage kann man lässiger sein, richtig? Ja, für den Alltag kann man bequeme Kleidung tragen, aber wenn du in die Oper oder ins Theater gehst, solltest du dich elegant kleiden. Und in der Kirche sollte man auch angemessene Kleidung tragen, keine kurzen Hosen oder zu freizügige Kleidung. Genau. Es geht darum, die Situation und die Menschen um dich herum zu respektieren. Das ist der Kern von guten Manieren. Weißt du, Adele, all diese Regeln können am Anfang überwältigend sein. Aber je mehr man sie lernt und praktiziert, desto natürlicher werden sie. Absolut richtig, Peter. Und das Schöne ist, dass gute Manieren dir helfen, Freunde zu finden und gute Beziehungen aufzubauen. Ja, und sie helfen dir auch im Beruf. Wenn du höflich und respektvoll bist, mögen die Leute dich mehr und wollen mit dir arbeiten. Das stimmt. Gute Manieren sind wie eine Investition in deine Zukunft. Sie kosten nichts, aber sie bringen dir so viel zurück. Ich möchte noch etwas erwähnen. Wenn du in Deutschland bist und unsicher bist, was du tun sollst, beobachte einfach, was die anderen machen. Das ist ein großartiger Rat, Peter. Und scheue dich nicht, Fragen zu stellen. Die meisten Deutschen sind sehr hilfsbereit und erklären gerne ihre Kultur. Ja, und wenn du einen Fehler machst, entschuldige dich einfach und lerne daraus. Niemand ist perfekt und wir alle machen Fehler. Genau. Und liebe Zuhörer, habt keine Angst, Fehler zu machen. Das ist Teil des Lernprozesses. Teilt eure lustigen Geschichten über kulturelle Missverständnisse in den Kommentaren. Oh, ich habe so viele lustige Geschichten. Vielleicht können wir in einer zukünftigen Episode darüber sprechen, Adele. Das ist eine wunderbare Idee, Peter. Unsere Zuhörer würden das sicher lieben. Aber jetzt sollten wir zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Ja, lass uns das machen. Also, heute haben wir über viele verschiedene Aspekte von guten Manieren in Deutschland gesprochen. Wir haben über Pünktlichkeit gesprochen, über das Händeschütteln, über Geschenke und Blumen, über Tischmanieren und über höfliches Verhalten in der Öffentlichkeit. Wir haben auch über Augenkontakt gesprochen, über die richtige Kleidung für verschiedene Situationen und über die Wichtigkeit von Bitte und Danke. Und wir haben gelernt, dass gute Manieren im Grunde bedeuten, andere Menschen zu respektieren und rücksichtsvoll zu sein. Das Wichtigste ist, dass du versuchst, höflich zu sein, auch wenn du die Regeln nicht perfekt kennst. Die Absicht zählt am meisten. Absolut richtig, Peter. Und denk daran, liebe Zuhörer, dass kulturelle Regeln überall unterschiedlich sind. Was in einem Land höflich ist, kann in einem anderen Land unhöflich sein. Ja, deshalb ist es so wichtig, offen zu sein und zu lernen. Wenn du in ein neues Land kommst, sei neugierig und respektvoll. Wunderbar gesagt, Peter. Und nun möchten wir von euch hören, liebe Zuhörer. Was sind die größten kulturellen Unterschiede, die ihr bemerkt habt? Ja, bitte schreibt in die Kommentare. Erzählt uns von euren Erfahrungen mit guten Manieren in Deutschland oder in eurem eigenen Land. Und vergesst nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren, wenn ihr mehr lernen möchtet. Wir haben viele interessante Themen für euch. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr und zeigt uns, dass ihr mehr solche Episoden wollt. Teilt diese Episode auch mit euren Freunden, die Deutsch lernen. Zusammenlernen macht mehr Spaß. Absolut. Und übt diese Regeln in eurem täglichen Leben. Je mehr ihr übt, desto natürlicher werden sie. Ihr macht das großartig, liebe Zuhörer. Wir sind stolz auf euch, dass ihr Deutsch lernt und euch für die deutsche Kultur interessiert.
Ja, Deutsch lernen ist nicht einfach, aber ihr macht das toll. Gebt nicht auf, bleibt motiviert und habt Spaß dabei. Und denkt daran, Fehler sind okay. Sie sind Teil des Lernprozesses. Jeder Fehler bringt euch näher an euer Ziel. Das ist wahr. Ich mache immer noch Fehler und ich lerne jeden Tag etwas Neues. Das ist das Schöne am Lernen. Genau. Also, liebe Zuhörer, übt eure guten Manieren, seid freundlich zu anderen Menschen und habt eine wunderbare Zeit beim Deutschlernen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Wow Spoken German. Bis dahin bleibt neugierig und bleibt höflich. Tschüss, liebe Zuhörer. Wir freuen uns darauf, bald wieder von euch zu hören. Vergesst nicht, eure Geschichten und Fragen in die Kommentare zu schreiben. Auf Wiedersehen. Und denkt daran, mit guten Manieren öffnet ihr alle Türen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Wir glauben an euch.